Schönen guten Tag, liebe Freunde, danke für das Einschalten. Ich grüße euch ganz herzlich aus dem fernen Sibirien. Wir haben schon den richtigen Winter. Draußen haben wir etwa zwischen -3 und 10 Grad Celsius. Tagsüber, wenn die Sonne scheint, ist das wärmer und abends und in der Nacht werden die Temperaturen kälter, aber das macht nichts. Ich habe mich auf den Winter gut vorbereitet. Man muss sich nur warm anziehen, wenn man ausgeht. Ansonsten genieße ich mein Leben in Sibirien weiter. Ich hoffe, euch geht's gut, auch im Alltag, und ihr genießt euer Leben genauso. Russland ist ein sehr großes Land und ich versuche, jede Woche interessante Nachrichten für euch zu finden, damit ihr Bescheid wisst, was bei uns passiert. Bleibt bitte dran, los geht's! Heizkosten in Russland. Wenn es in einer Wohnung oder im Treppenhaus kühl wird, haben die Bewohner das Recht, eine Neuberechnung der Heizkosten zu verlangen. Daran erinnerte Sergei Kolonow, erster stellvertretender Vorsitzender des Bau- und Wohnraumausschusses der Staatsduma. Er erklärte, dass für eine Neuberechnung eine wichtige Voraussetzung erfüllt sein muss. Die zu niedrige Temperatur muss offiziell dokumentiert werden. Liegen die Werte unter der vorgeschriebenen Norm, greift eine spezielle Berechnungsformel und die Kosten können deutlich sinken, da jede Stunde berücksichtigt wird. Kolonow betonte, dass die Temperatur in Wohnungen nicht unter 18 Grad fallen darf. In Treppenhäusern muss sie mindestens 16 Grad betragen. Alle Störungen im Zusammenhang mit der Heizversorgung müssen in der Regel innerhalb eines Tages behoben werden. Bei komplizierteren Fällen kann sich die Frist auf bis zu eine Woche verlängern. Migranten in Russland. Der russische Präsident Wladimir Putin hat ein Gesetz unterzeichnet, das die Liste der Gründe für die Entlassung von Migranten erweitert. Das entsprechende Dokument wurde bereits veröffentlicht. Dem Gesetz zufolge wird der Katalog um Fälle ergänzt, in denen ein Arbeitgeber verpflichtet ist, die Zahl ausländischer Beschäftigter aufgrund von regionalen Vorschriften zu reduzieren. Solche Anordnungen der Behörden eines russischen Föderationssubjekts gelten nun als eigenständige und ausreichende Grundlage für die Entlassung ausländischer Arbeitnehmer. Das neue Bundesgesetz tritt am 1. März 2026 in Kraft. Die Änderungen im Arbeitsgesetzbuch stellen klar, dass regionale Vorgaben zur Verringerung der Zahl ausländischer Arbeitskräfte rechtlich verbindlich sind. Zuvor hatte Putin darauf hingewiesen, dass es in Russland viele Missstände im Bereich der Migration gebe, worauf auch die Bürger selbst aufmerksam machten. Er betonte, dass das Land Arbeitskräfte braucht, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass Migranten die Gesetze einhalten. Bei der Ausrichtung der Migrationspolitik, so der Präsident, müsse man sich in erster Linie an den Interessen der russischen Bevölkerung orientieren. Neue Regeln für Mediziner. Der russische Präsident Wladimir Putin hat ein Gesetz unterzeichnet, das neue Regeln für zielgerichtete Ausbildung für Absolventen medizinischer Hochschulen und Fachschulen einführt. Das Dokument wurde auf dem offiziellen Portal für Rechtsakte veröffentlicht. Nach neuen Bestimmungen gilt die Pflicht zum Abschluss eines Zielvertrags nur für Studierende, die einen staatlich finanzierten Platz in der Facharztausbildung erhalten. Lehnt ein angehender Arzt einen solchen Vertrag ab, kann er die Ausbildung fortsetzen, jedoch nur auf kostenpflichtiger Basis und sofern freie Plätze vorhanden sind. Das Gesetz erweitert außerdem die Befugnisse der regionalen Behörden. Diese sind nun verpflichtet, Bedingungen für die Beschäftigung junger Fachkräfte zu schaffen, Betreuung zu organisieren und zusätzliche soziale Garantien zu bieten. Die Regierung legt die Zahl der Plätze für die zielgerichtete Ausbildung fest.
Studierende medizinischer oder pharmazeutischer Fachrichtungen müssen bei einer Vertragsauflösung oder bei Verweigerung der Arbeitsaufnahme die Kosten der Ausbildung erstatten und zusätzlich eine Vertragsstrafe in doppelter Höhe dieser Summe zahlen. Anmeldung im Landhaus. Grundstückseigentümer in russischen Gartengenossenschaften können sich in ihren Landhäusern offiziell anmelden. Darauf wies der Duma-Abgeordnete und Vorsitzende des Verbands der Gartenbesitzer im Moskauer Gebiet Nikita Chaplin hin und erklärte, wie das Verfahren abläuft. Nach seinen Worten ist eine Anmeldung nur möglich, wenn eine Kommission bestätigt, dass das Gebäude den Anforderungen an einen Wohnraum entspricht. Entscheidend ist, dass das Grundstück für den Bau eines ganzjährig bewohnbaren Hauses vorgesehen ist. Chaplin betonte, dass auf dem Grundstück ein solides Wohnhaus stehen muss und kein leichter Sommerbau. Das Gebäude muss offiziell als Wohnraum anerkannt sein und das Grundstück muss im Kadaster registriert sein. Das Haus darf keine Schäden an tragenden Konstruktionen aufweisen und muss über grundlegende Versorgungssysteme verfügen: Strom, Wasser, Heizung, Abwasser und Belüftung. Alle diese Systeme müssen den hygienischen Vorschriften entsprechen und Wohnräume sowie Küchen müssen über natürliches Licht verfügen. Zuvor hatte der Experte für individuellen Wohnungsbau Konstantin Pulkin darauf hingewiesen, dass das Leben in einem eigenen Haus wirtschaftlich vorteilhafter sei als in einer Wohnung. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke, dass ihr die Zeit gefunden habt, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Danke für das Zuhören. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.